ja, und so weiter. Lassen wir mal da so stehen. Jetzt geil. Es gibt ja so paar Leute, nur dieses eine Nische heißt es, deswegen so klein. Es ist aber auch alles nicht mehr Nische. Ombre Nomade gegen The Moon oder auch Louis Vuitton gegen Frédéric Malle oder auch 400 Euro gegen 1500 Euro ungefähr. Ja, das möchte ich mal erklären, ob sich das überhaupt lohnt, weil Ombre Nomade von Louis Vuitton wird oft mit The Moon verglichen. Ja, ist das so richtig? Ist das gerechtfertigt und so weiter? Wir gehen rein. Ja, Ombre Nomade, wir kennen es, ein 400-Euro-Duft oder inzwischen noch mehr, früher günstiger. Ein richtig schönes Teil, schweres Teil, der Aushängeschild oder das Aushängeschild von Louis Vuitton mit Imagination. Und ja, The Moon von Frédéric Malle ist ein Duft, der ähnlich riechen soll. Yes! Und ich bin froh, muss ich schon vorweg sagen, das ist jetzt schon gespoilert, dass ich The Moon nicht blind gekauft habe, ja. Dank eines, ja, sage ich mal, Parfumo, Grüße gehen raus in den Fall, der mir eine Abfüllung von The Moon reingelegt hat, durfte ich ihn mal testen. Ich war mal überlegen, den blind zu kaufen. Ich kaufe ja sehr viel blind, aber die Preiskategorie, ich meine, ich habe ja schon vieles, auch teure, richtig teure Düfte blind gekauft. Ein Amber Oud von Roger war auch blind. Aber, ja, da bin ich froh drüber, genialer Duft. Aber The Moon wusste ich nicht. Und ich war mir nicht so sicher. Und gerade wieder dieser Vergleich mit Ombre Nomade, lohnt sich das? Ich will auch nicht einen ähnlichen Duft haben. Oder wo ich sagen kann, okay, der ist ein bisschen feiner. Aber im Endeffekt gebe ich einfach mal kurz 1,4 aus für einen feineren Duft, der ähnlich ist. No way. Und ja, auf jeden Fall durfte ich ihn testen. Er hat mal eine Abfüllung reingelegt. Und, ja, dann kommen wir mal zu diesen, also wir kennen das ja hier, ne, mit Oud, Himbeere, bisschen Weihrauch, Leder in meiner Nase und so weiter. Schönes Teil. Zu Ombre Nomade muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, den sollte doch fast jeder kennen. Aber The Moon kennt eben nicht jeder, weil man bekommt ja nicht einfach Abfüllung und es ist eben teuer, ja. 50 ml kosten, glaube ich, 800 und 100 ml, das sind auch 100 ml, kosten eben 1500 Euro. Ja, ist stabil. Da ist auch die Frage, wo hört das dann irgendwann mal auf, die Preise? Und ist gerechtfertigt, kann ich gleich mal vorweg sagen. Nein, natürlich ist das nicht gerechtfertigt. Warum sollten 1400 Euro oder 1500 Euro gerechtfertigt sein? Selbst 800 für 50 ml sind nicht gerechtfertigt. Es ist immer noch ein Parfüm. Und da ist kein Diamanten dran, da ist nichts dran. Und Swarovski-Steine sind auch nicht dran, aber ganz ehrlich, Swarovski-Steine sind, das ist jetzt auch nicht das Gelbe von Ei. Also wenn man denkt, deswegen muss ein Flakon teurer sein, ja, das lassen wir mal dahingestellt. So, aber der Duft an sich, ich habe ihn aufgesprüht und muss sagen, ja, er hat Ähnlichkeiten schon. Aber es ist nicht wirklich Ombre Nomade. Und er ist ruhiger, er ist trotzdem präsent, stark, er hat das, was Ombre Nomade so harsh macht, nicht negativ gemeint, Ombre Nomade, ich liebe ihn, ist bei The Moon, der Mond, ist dort ruhiger und feiner. Wir gehen einfach mal ganz kurz zu The Moon hier rein. Schauen wir mal einfach mal. Und ja, The Moon. Himbeere haben wir nämlich auch da. Dadurch, dass er ruhiger ist, ist das Litchi. Und das ist auch das, was man so ein bisschen, diese Süßlichkeit riecht im Hintergrund. Die rote Johannisbeere auch. Und wir wissen ja, dass Johannisbeere und Litchi etwas süßer ist. Den Safran, all das, Himbeere, Litchi, Johannisbeere, Safran riecht man bei The Moon. Ja. Ne, da Oud gar nicht so präsent ist am Anfang, kommt zwar noch, da kommt Rose, Weihrauch, Leder, Oud. Ihr merkt schon, es hat natürlich Ähnlichkeiten, ne, das darf man jetzt nicht vergessen und das finde ich ganz interessant, aber es ist dadurch, dass es ein Räucherwerk bei ja, sag ich mal, Ombre Nomade gibt, ist es das einzige Unterschied, der einzige Unterschied, das Rauchige ein bisschen, sagen jedenfalls viele. Ich finde, es ist insgesamt in der Himbeere und auch in der Oud-Form ein Unterschied zu merken. Für mich ist einfach The Moon ruhiger, trotz Präsentheit. Er ist stark, er ist da, aber Ombre Nomade ist noch harscher, mehr in your face, in die Fresse, sorry. Und ja, ich finde einfach,
gleich vorweg, wenn man Semun hat, braucht man Ombre Nomad auf jeden Fall. Braucht man Semun, wenn man Ombre Nomad hat? Nein. So, was sagt uns das? Ich will mit nicht sagen, dass ich ein Fanboy bin von Louis Vuitton, aber ich finde ihn besser. Nicht, weil er stärker ist. Wie gesagt, im Endeffekt halten die ewig. Die Serge ist bei einem Ombre Nomad meines Erachtens stärker, aber von der Haltbarkeit sind sie wirklich beide sehr stark. Das Ding ist nur, ich finde, diesen Unterton, diesen udigen Unterton, das Räucherwerk, die Himbeere, finde ich persönlich beim Ombre Nomad besser. Nichts gegen Semun, das ist ein schöner Duft, aber 850 €, no way. 1500 €, extrem no way. Also dieser Duft Semun könnte genauso 400 € kosten, in 100 ml, mehr nicht. Wenn nicht sogar 350 oder 300, Strich, Punkt. Endstation. Mehr muss man dazu nicht sagen. So. Und wenn jetzt viele meinen, das Thema kam auch mal auf, du musst ja auch nicht Semun vielleicht vergleichen, sondern The Night und Ombre Nomad. Ja, The Night kenne ich von Frederic Malle. Das ist aber noch mal ein bisschen was anderes als Ombre Nomad. Und den, finde ich, kann man meines Erachtens nicht so vergleichen mit Ombre Nomad. Deswegen fand ich den Vergleich mit Semun besser. Aber ganz ehrlich, Semun hört sich alles schön an. Frederic Malle, EZ, oh ja. Aber ganz ehrlich, nein. Ich finde Ombre Nomad besser. Ist einfach so. Ich kenne jetzt die 25er Version oder vielleicht jetzt schon die 26er Version. Abfüllung, Badge, Flüssigkeit, Juice vielleicht nicht. Aber trotzdem weiß ich, dass da nicht so viel gepuncht wird. Das ist zwar die alte Version. Wer die hat, kann mit Semun so und so oder sollte nicht tauschen. Um Semun in der Sammlung zu haben, ist eigentlich nur, guck mal, ich habe Semun und ich bin jetzt geil. Es gibt ja so paar Leute, die Semun haben oder die meinen nur Nische und dann ist man besser und so weiter. Lassen wir mal da so stehen. Das ist übrigens kein Nische, ne, für die Leute, das ist Designer. Ne? Sie haben auch Klamotten, dann bist du ein Designer. Nische ist nur, wenn du das hast, nur dieses eine Nische heißt es, deswegen so klein. Es ist aber auch alles nicht mehr Nische, ne? So viele, weil sie so viel haben. Das hat mit Nische bald auch nichts mehr zu tun. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Fazit zu diesen beiden Markendüften. Ombre Nomad gewinnt bei mir. Trotzdem, klar, ist Semun ein genial schöner Duft. Ja, aber man braucht den nicht, wenn du Ombre Nomad hast. Es sei denn, du möchtest was Ruhigeres haben, trotzdem Ruhigeres, vielleicht ein Sillage, der trotzdem stark ist, als ein bisschen, wenn du nicht so was Harschiges haben willst. Aber dann kommt immer noch der Preis, der komplett meines Erachtens überteuert ist, egal was für eine Inhaltsstoffe vorweg, für die Schlaumeier, die dann kommen. Ne? So. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Diesen Vergleich wollte ich eigentlich schon lange machen. Jetzt habe ich es mal gemacht. Ne? Dadurch, dass ich auch diese Abfüllung hatte. Ja, und Semun wird nicht in meine Sammlung wandern. The Night ist noch was anderes. Da bin ich noch schwer an überlegen. Obwohl auch der hat mich für diesen Preis nicht zu 100% überzeugt. Aber nochmal, ich habe eine Abfüllung gehabt. Und im Flakon riecht das nochmal ganz anders. Und zwar mindestens um 60%, kann ich jetzt schon sagen, weil das habe ich immer beobachtet in der letzten Zeit, schon länger. Und deswegen vielleicht auch bei Semun noch mit, obwohl es ein Glasverstäuber war. Aber trotzdem, nein, dann braucht man ihn nicht unbedingt. So, Leute, ich bin raus. Grüße gehen raus an euch und bis zum nächsten Mal.